Er spricht einfach über die ganzen Effekte, die das Meerwassertrinken hat auf den Körper, weil es einerseits hilft zu entgiften, aber andererseits auch den Körper remineralisiert, weil das Meerwasser alle wichtigen Spurenelemente und Mineralstoffe hat. Und deswegen ist es einfach so immens gesund, das zu machen. Ich grüße dich zum heutigen Beitrag. Es geht um das Thema die Heilkraft des Meerwassers. Ich wohne jetzt seit 16 Jahren hier im Atlantischen Ozean in Südspanien und wenn ich hier bin, gehe ich eigentlich jeden Tag ins Meer, auch im Winter. Und wir wissen alle um diese Kraft, die das Meer hat. Ja? Wenn wir im Meer sind, dann fühlen wir uns freier und offener und aufgeladener. Und wenn ich ins Wasser gehe, habe ich auch das Gefühl, ich entgifte. Und das ist ja auch die Qualität, weil der Salzgehalt vom Meerwasser, der ist so hoch. Und das hilft einfach, den ganzen Körper zu entgiften. Ich habe viele Jahre auch schon gehört, dass es gut ist, das Meerwasser zu trinken oder dass man auch damit kochen kann. Aber ich habe immer gedacht, dass es einfach zu verunreinigt ist, zu verschmutztes Wasser, und deswegen habe ich das nicht gemacht. Und das erste Mal, wo ich wirklich Meerwasser getrunken habe, also jetzt bewusst, ich meine, klar, wenn man jetzt schwimmen oder surfen geht, kann es immer sein, dass man Wasser schluckt, aber dass ich wirklich mir was abgefüllt habe und das getrunken habe, das habe ich das erste Mal im Winter auf einem Boot gemacht, auf einem Segelboot auf dem Atlantischen Ozean, und das erschien mir schon sehr intensiv. Und ich habe es dann auch wieder gelassen, aber jetzt ist dieses Thema wieder an mich herangetragen worden über einen Österreicher, der seit vielen Jahren in Spanien lebt und auch seit vielen Jahren Meerwasser trinkt. Und dieses Audio werde ich auch unten verlinken. Auf dem Telegram-Kanal findest du das Audio und da kann man sich das alles anhören. Und er spricht einfach über die ganzen Effekte, die das Meerwassertrinken hat auf den Körper, weil es einerseits hilft zu entgiften, aber andererseits auch den Körper remineralisiert, weil das Meerwasser alle wichtigen Spurenelemente und Mineralstoffe hat. Und deswegen ist es einfach so immens gesund, das zu machen. Und ich kann es nur bestätigen, weil seitdem ich das trinke, also es sind ein paar Sachen, die ich so im Körper hatte, die haben sich verbessert. Ich habe mehr Energie, also es ist wirklich so, dass es auch nährt, das Meerwasser. Man hat einfach weniger Hunger. Also es ist nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Nahrung. Und die ganzen körperlichen Symptomatiken, auf die das Meerwasser einen positiven Effekt hat, da werde ich noch mal in einem anderen Beitrag drauf eingehen. Aber einfach schon mal reinspüren in diese Thematik Meerwasser, wie sich das für dich anfühlt. Und wenn jetzt sage ich mal, da Widerstände hochkommen, spür rein, ob es wirklich von deinem Körper, deinem Herzen her ist oder ob es eher der Verstand ist. Weil wir sind einfach so konditioniert worden, dass wir das Meerwasser nicht trinken können, dass es dehydrierend ist. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es dehydrierend ist, sondern wirklich einfach nährend. Und mit dem Leitungswasser, das ist halt auch so eine Sache. Ne? Menschen trinken Leitungswasser, aber das Leitungswasser, das ist einfach tot. Ja? Da ist keine Struktur mehr drin, und es ist so wichtig, dass wir strukturiertes Wasser trinken, weil wenn das Wasser durch die Leitungen geht, dann geht einfach die Struktur kaputt. Und ich trinke jetzt seit über 7 oder 8 Jahren einfach nur Quellwasser, und ich habe das Quellwasser jetzt auch mit dem Meerwasser vermischt. Und ich sage dir gleich noch, wie du das für dich abfüllen kannst und in welcher Menge man das auch trinken soll oder mit was man eben anfangen sollte. Und in diesem Audio erzählt dieser Österreicher auch von einem Mann, der in einem Selbstexperiment 100 Tage mit einem Boot aufs Meer ist und sich nur von dem Meerwasser ernährt hat. Und ja, der hat das überlebt. Ja. Also es gibt da wirklich so viele Beispiele, natürlich auch von Bootsunglücken, wo die Menschen das überlebt haben. Aber er sagt halt, man darf nicht irgendwie warten, bis man schon dehydriert ist. Ja, dann kann es wirklich gefährlich werden. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob ich schon das Bewusstsein habe, dass es möglich ist, ja, dass das Meerwasser mir nicht schadet. Und noch weniger, wenn ich wirklich da draußen auf dem Ozean bin, 100 Kilometer weg von der Küste. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. Und wenn du sagst, ich lebe nicht am Meer, man kann das Meerwasser auch kaufen, also in Bioläden oder auch im Internet. Aber man weiß halt da auch wieder nicht, was da rausgefiltert ist. Aber es ist sicherlich besser, wie wenn man es gar nicht macht, würde ich jetzt mal sagen. Und dieses Thema ist auch zum Beispiel präsent an einer Universität in Nicaragua. Und da habe ich mir auf Spanisch auch ein Video dazu angehört von einer Ärztin, die an dieser Universität ist.
Und die kombiniert das auch mit dem Thema Ayurveda. Das ist sehr interessant. Also wenn du Spanisch sprichst, dann verlinke ich dir unten auch das Video, kannst du dir anschauen. Und ich habe halt noch nicht so viel Informationen auf Englisch oder Deutsch gefunden. Aber wenn du da irgendwas finden solltest, dann schick das doch zu mir in die Kommentare, dass wir uns da auch so ein bisschen austauschen können. Oder vielleicht trinkst du auch schon Meerwasser, dann schreib doch auch rein, was du da für Erfahrungen mit hast. Und ich werde natürlich alle Informationen, die ich habe, die werde ich unterhalb vom Video reinstellen. Und es ist eben so, dass man das Meerwasser auch pur trinken kann. Also der Österreicher Heinz Albert heißt der spricht auch davon, dass man zum Beispiel Entgiftungskuren damit machen kann. Und die Ärztin von der Universität in Nicaragua, die sagt auch, man kann bis zu einem halben Liter pur trinken. Aber man sollte sich halt erstmal dran gewöhnen, das ist wichtig. Es ist halt auch immer eine Frage des Maßes. Ne? Es spricht jetzt keiner davon, dass wir literweise das Meerwasser trinken sollen. Und so ist es mit allem im Leben. Aber es ist halt auch so, dass wir bewusst davon abgehalten werden, Dinge zu tun, die uns gut tun. Mit der Sonne ist es das Gleiche. Die Sonne ist so immens wichtig für uns. Und dann heißt es immer, die Sonne ist schädlich und verursacht das und jenes. Aber natürlich, wenn ich jetzt den ganzen Tag in der Sonne liege, ja, dann kriege ich einen Sonnenbrand. Ja, sogar mir würde das passieren. Und deswegen, ich gehe halt gerne, jetzt ist gerade Mittagszeit, das ist normalerweise nicht so meine Zeit. Ich gehe normalerweise so am Nachmittag an den Strand und da ist einfach das Sonnenlicht sanfter. Und so ist es mit vielen Dingen. Also einfach mal alles reflektieren, was da uns so erzählt worden ist, was wir einfach übernommen haben und zu spüren, ob das wirklich auch der Wahrheit entspricht, ja, oder ob es da nicht viele Dinge gibt, die gesund sind und die uns einfach helfen, auch die Gesundheit zu erhalten. Und das ist ja auch das Wichtige, nicht immer erst was zu tun, wenn wir schon Symptome haben, sondern dass wir präventiv unsere Gesundheit so beeinflussen, ja, dass es erst gar nicht dazu kommt. Jetzt sage ich dir noch, wenn du am Meer bist, wie du das für dich abfüllen kannst. Also du kannst eine Plastikflasche nehmen, aber du kannst auch eine Wasserflasche nehmen. Wenn dir das zu gefährlich ist, nimm einfach eine Plastikflasche. Kannst du dann danach ja auch umfüllen und du lässt die zu, gehst ungefähr bis zur Brust ins Meerwasser rein. Und tust die dann so 30 Zentimeter unterhalb von der Oberfläche, dann machst du die auf, füllst die Flasche ab, machst sie wieder zu und dann kannst du sie mitnehmen, weil auf der Oberfläche sind eben Schwebeteilchen und unten am Grund, da lagern sich dann die Schwermetalle ab. Und deswegen ist es wichtig, 30 Zentimeter unterhalb von der Oberfläche. Am besten an so einem Tag wie heute, wo das Meerwasser einfach ruhig ist und nicht so aufgewühlt. Und was eben auch wichtig ist, dass du es abfüllst an Stellen, wo einfach keine Industrie ist oder wo kein Fluss reingeht oder große Abwässer ins Meer reingeleitet werden. Und natürlich das, was ich eben auch gedacht habe, dass das Wasser so verunreinigt ist. Aber das Meerwasser hat ja so einen hohen Salzgehalt, dass das einfach gereinigt wird durch das hohe Salz, durch diesen hohen Salzgehalt im Wasser. Und der Österreicher, der Hans Albert, der sagt auch, dass die Vorteile vom Meerwasser, die sind so viel stärker wie, sage ich jetzt mal, die Verunreinigung, die im Meer ist, weil es ist ja alles verunreinigt, die Erde und die Luft und auch das Bergwasser. Und es gibt einfach noch so viele Vorteile. Das heißt, man muss das auch wieder in Relation setzen. Das sagt die Ärztin aus Nicaragua, sagt das auch. Und ich kann es einfach nur auch für mich, ich meine, das sind Erfahrungswerte, ja. Das eine ist, was man hört, aber man muss es halt auch tun und dann Erfahrung sammeln, wie man sich damit fühlt, ja. Und zum Beispiel Hunde, die trinken auch Meerwasser, ja. Da sagt man über dem, nein, trinkt das nicht, aber die machen das, weil es ihnen gut tut. Ich habe auch eine Freundin, die hat ein kleines Kind und das trinkt auch das Meerwasser. Und so, wenn man da noch nicht so beeinflusst ist oder konditioniert, dann spürt man auch, ja, was einem wirklich gut tut. Und wenn du jetzt sagst, ja, wie viel soll ich denn davon trinken? Also es wird empfohlen, dass man ungefähr in einem Glas so 2 Teile Meerwasser und 5 Teile Süßwasser trinken sollte. Und am besten ist halt, wie gesagt, das mit Leitungswasser zu vermischen und dann einfach so langsam das auch steigern. Also viele reden nur von so einem kleinen Glas und das ist eigentlich, ja, es ist besser als nichts, aber es ist eigentlich zu wenig. Und dann kann man ja selber spüren, was einem gut tut. Ja, man kann das ja dann einfach langsam etwas steigern und dann einfach auch mal schauen, das pur zu trinken. Also ich habe das auch so gemacht, dass ich das einfach im Mund hatte für ungefähr 20 Sekunden und dann ist es auch viel leichter, das zu schlucken. Dann vermischt es sich mit dem Speichel. Also das ist auch wirklich eine gute Sache und das halt einfach mehrmals hintereinander zu machen.
Und was natürlich auch schön ist, dass man das Meerwasser zum Kochen benutzen kann. Also am besten immer erst danach dazufügen. Also ich tue es zum Beispiel über einen Salat, einfach weniger Salz verwenden und dann in den Salat rein oder eine Suppe oder auch übers Gemüse drüber. Man sollte es halt nicht kochen, weil dadurch einfach die Mineralien verloren gehen. Also es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Du kannst Zähne damit putzen. Es gibt es als Augentropfen für Ohrenspülung, Inhalation und so weiter. Also es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten von dem Meerwasser. Und ja, wir sollten es einfach tagtäglich machen, Dinge, die uns wirklich gut tun und mal zu spüren, was wir sonst so zu uns nehmen, ohne zu wissen, ja, was da eigentlich in unseren Körper reinkommt oder initiiert wird. Ja. Auf diese Thematik möchte ich jetzt auch nicht näher eingehen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Es wird so viel gemacht, auch in der Medizin, und die Menschen nehmen das einfach, lassen das zu, aber wissen überhaupt gar nicht, was da drin ist. Ja. Und deswegen ist es natürlich ist es ein delikates Thema, das ist mir auch bewusst. Aber deswegen möchte ich dieses Thema auch verbreiten, und ich hoffe, dass ich dir da was mitgeben konnte, vielleicht ein neuer Impuls oder dich einfach nur daran erinnern. Ich habe mit einer Freundin vor ein paar Tagen gesprochen und die hat mir gesagt, Mensch, ich habe Tiefseewasser zu Hause, ja, ich habe mich da irgendwie gar nicht mehr dran erinnert, und vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Und das ist einfach das Ziel auch von diesen Beiträgen, dass wir uns überhaupt an vieles wieder erinnern, ne? Nicht nur jetzt an das Meerwasser, sondern wer wir sind und was wirklich uns gut tut, und dass die Natur uns alles bietet für unsere Gesundheit. Das ist so ganz entscheidend. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Ich schicke dir viel Licht und Energie hier vom Meer, und wir sehen uns bald. Ciao.